Die Habgier des römischen Imperiums wird mit jedem Tag größer und greift immer weiter um sich. Sogar die tödlichen politischen Machtkämpfe Roms haben unser Land erreicht. Nach der Ermordung von Pompeius auf ägyptischem Boden hält Julius Caesar nun die absolute Kontrolle über die mächtigen Legionen Roms in seinen Händen und hat ein Auge auf die Reichtümer Ägyptens geworfen, wie auch auf die betörende Schönheit unserer Pharaonin Kleopatra VII., der Tochter von Ptolemäus XII. Auletes. Unsere kluge Herrscherin ist allerdings im Kampf der Geister nicht so leicht zu besiegen. Sollte Caesar danach trachten, sie als Werkzeug für eine künftige Einflussnahme auf Ägypten zu benutzen, wird sie ihn im Gegenzug zur Wahrung der dynastischen Macht unseres großen Landes zu verwenden wissen. Caesars Ankunft in Alexandria in Begleitung seiner äußerst unpopulären Römer entfachte unter den freidenkenden Bürgern einen Aufstand. Ein aufsässiger Mob, angestachelt von Kleopatras jüngerem Bruder Ptolemäus XIII., hat Caesar und seine Männer im königlichen Viertel der Stadt eingekesselt. Erbitterte Straßenkämpfe sind ausgebrochen, die viele Todesopfer forderten. Um sich einen seeseitigen Fluchtweg offen zu halten, ließ Caesar die ägyptische Flotte in Brand setzen, während diese in Alexandrias Hafen vor Anker lag. Unglücklicherweise sprang das Feuer auf einige entlang des Ufers liegende Lagerhäuser über, wodurch Papyrusrollen in großer Zahl verbrannten, die eigentlich für die große Bibliothek bestimmt waren. Um der Falle zu entkommen, in der er sich jetzt befindet, hat Caesar den ihm loyal ergebenen Mithradates und dessen Truppen aus Syrien herbeigerufen. Nach der erfolgreichen Erstürmung der Grenzfestung Migdol hat Mithradates seine Männer in einem Gewaltmarsch um das Nildelta herumgeführt, um sich Alexandria von Südosten zu nähern. Die Vorhut dieser Streitmacht lagert zurzeit in der Umgebung des Dorfes Maritis am östlichen Ufer des Sees Mariut und bereitet sich auf die letzte Etappe ihrer Reise vor. Ptolemäus XIII. Hat vom Herannahen dieser Verstärkung erfahren. Als Antwort darauf setzte er einen Großteil seiner zahlenmäßig überlegenen Armee von Alexandria aus gen Südosten in Marsch. In Kürze wird eine entscheidende Schlacht am östlichen Ufer des Mariutsees stattfinden. Können Sie als Kommandeur der römischen Legionen des Mithradates die aufständische ägyptische Armee unter Ptolemäus besiegen und sich zu Caesar und Kleopatra nach Alexandria durchschlagen? Das Schicksal der beiden liegt in Ihren Händen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen aus der Episode Kleopatras Hauptstadt die Kampagne Maritis, Caesar und Kleopatra. Mittlerweile ist das römische Imperium groß und mächtig geworden und dominiert weite Teile des Mittelmeerraumes. Auch Ägypten läuft Gefahr, von den römischen Legionen überrannt zu werden. Julius Caesar hat ein Auge auf dieses reiche und fruchtbare Land geworfen und auf die schöne Pharaonin des Landes, Kleopatra VII. Diese weise Herrscherin weiß, dass sie das Interesse ihres Landes nur dann durchsetzen kann, wenn sie sich mit dem Feind verbündet. Die Ankunft Julius Caesar mit seinen Mannen in Alexandria provoziert die dortige Bevölkerung und ein wütender Mob, angestachelt durch den Bruder Kleopatras, Ptolemäus XIII., kesselt Julius Caesar im königlichen Viertel ein. Um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, ordert er Truppen aus Syrien an. Diese haben das Nildelta nun umrundet und sind im Dorf Maritis stationiert. Von dort wollen sie gen Alexandria marschieren, um Julius Caesar und Kleopatra zu retten. Natürlich ist dieses Unterfangen nicht geheim geblieben. Ptolemäus XIII. Entsendet eine große ägyptische Armee, um diesen Plan zu durchkreuzen. Es liegt nun an uns, Julius Caesar und Kleopatra heil aus Alexandria rauszuholen. Um diese Kampagne abzuschließen, muss unser kleines Dorf Maritis 1000 Einwohner zählen. Eine Kulturwertung von 10, eine Königreichswertung von 35 und eine Wohlstandswertung von 25 sind zu erreichen. Als Sonderziel haben wir 15 kleine Häuschen zu entwickeln. Ihr seht, die Wertungen sind sehr moderat.
Es ist eine rein militärische Kampagne und wir schauen uns die Karte jetzt einmal an. Ja, das ist unser Dorf Maritis und wir haben hier die römischen Truppen. Wir haben 2 Forts mit Legionären, kann man sehr schön erkennen. Die Soldaten haben ihren roten Umhang, ja, und ein Fort mit Bogenschützen. Ja, gucken wir uns die Karte mal weiter an. Richtung Westen haben wir hier den einzigen Seezugang. Wir haben Schilfvorkommen. Ja, und natürlich überall, wo Schilf ist, sind auch Schlangen. Weiter hier im Norden haben wir auch nochmal Schilfvorkommen und Schlangen. Große Flächen, die wir in der Wiesenwirtschaft nutzen können. Ja, und weiter im Osten haben wir hier auch nochmal ein größeres Schilfvorkommen, das von Schlangen bewacht wird. Und hier haben wir fruchtbaren Nilschlamm. Gucken wir mal, was wir produzieren können. Wir können es schon fast sehen. An Farmen haben wir nur Kichererbsenfarmen. Ja, und wir können Fisch produzieren. An Rohmaterial haben wir nur Schilf. Dementsprechend können wir auch nur Papyrus herstellen. Wir haben 2 Gottheiten zu huldigen, Re und Part, wobei Part unser Schutzgott ist. Ja, und dann schauen wir mal auch schnell nach unseren Handelspartnern. Maritis ist hier südöstlich von Alexandria und dieses Flackern, was ihr hier seht, das ist die ägyptische Armee, die schon auf dem Weg zu uns ist. Unser nächster Handelspartner ist Mennefer. Mennefer verkauft uns größere Mengen Geschirr und Papyrus, kauft bei uns größere Mengen Luxuswaren und Holz. Weiter südlich am Nil haben wir Medum. Medum verkauft uns größere Mengen Getreide, kauft bei uns größere Mengen Holz und Schilf. Migdol im Nildelta verkauft uns größere Mengen Getreide, Fleisch und Holz und geringe Mengen Waffen, kauft bei uns größere Mengen Leinen und Papyrus. An der östlichen Mittelmeerküste haben wir Tyros. Tyros verkauft uns größere Mengen Leinen, Luxuswaren, Holz und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Getreide, Geschirr und Papyrus. Weitere Handelspartner haben wir nicht. Ja, wir können nur mit Papyrus handeln. Und was auch noch zu beachten ist, dieses ist wieder eine Überlebenskampagne. Hier oben seht ihr, 48 Monate Zeit haben wir, die Angriffe der Ägypter abzuwehren und alle Wertungen zu erreichen. Ja, das ist natürlich sehr sportlich. Der Plan ist, dass wir ganz schnell das Militär noch weiter vervollständigen mit den entsprechenden Einrichtungen und natürlich sofort mit der Papyrusproduktion beginnen, um gegebenenfalls Waffen einzukaufen. Ja, wie gesagt, der Plan ist kurz und bündig. Beginnen wir jetzt mal direkt. Das erste, was wir allerdings machen, ist Schlangenrudel wieder einkesteln, damit unsere Schilfsammler ohne Probleme auch Schilf ernten können. Ja, hier ist das erste Schlangenrudel ganz im Süden, sehr nah am Kartenrand. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Wir werden jetzt erstmal die Geschwindigkeit ganz runtersetzen. Und wir nehmen jetzt erstmal hier den Wald roden. So, das mal alles weg hier, soweit wir das wegmachen können. Ja, gut. So, dann kleine Statuen. Ja, dann kommt man hier rüber. Ah, das ist super. Genau, so. Ja, ich glaube, wir haben dieses Schlangenrudel perfekt eingekästelt. Hier haben wir das nächste. Ja, auch das haben wir gut eingekästelt. Ja, und das hier ist schwer einzukästeln, weil wir halt nicht diesen Bereich hier sichern können. Die Schlangen können hier durch das Schilf dann unsere Schilfsammler angreifen. Da werden wir später mit unseren Bogenschützen aushelfen. Ja, sehr gut. Dann beginnen wir jetzt hier die entsprechenden militärischen Einrichtungen zu bauen. Wir brauchen den Drillplatz, der kommt hier hin. Da sollten wir aber hier noch eine Sperre bauen. So, dann brauchen wir die Akademie. Dann möchte ich natürlich ein Fort haben, und zwar für die Bogenschützen. Das kann dann jetzt hier hin. Ja, wir haben kein Geld mehr. Ich hoffe, wir kriegen noch was. Was kriegen wir denn?
Naja, nochmal 1500 Deben. Gut, damit können wir nochmal hier den Wasserheber bauen. Den brauchen wir für unsere Farmen. Ja, 2 Farmen bauen wir noch hier auf. Dann können wir den Weg so hier rumsetzen. Dann brauchen wir natürlich noch den Bewässerungsgraben. Gut, ja, und dann sollten wir natürlich auch noch für unser Papyrus entsprechend die Produktion bauen. Wir brauchen 2 Schilfsammelstellen. Da müssen wir aber auch hier eine Sperre bauen. So. Und dann bauen wir mal, ja, ich würde mal sagen, 4 Papyruswerkstätten, und dann würde ich gerne hier auch noch mal eine Feuerwache, die bauen wir mal hier hin noch, Feuerwache und Architekturbüro. Sperre muss versetzt werden. Ja, so passt es jetzt besser. Ja, nun haben wir Schulden gemacht, das ist aber jetzt erstmal egal. Die Geschwindigkeit können wir wieder auf 70% stellen. Beim Aufseher der Arbeitskraft in gewohnter Weise die Prioritäten verteilen. Wir zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern auf 0. Ja, wir kriegen auch schon die Mitteilung, dass in einem Monat die ägyptische Armee uns angreifen wird. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Ja, und sie werden natürlich von Alexandria auskommen, das heißt, sie kommen vom Norden her, also von hier. Könnten wir schon mal unsere Soldaten hier aufstellen. Ja, und ein paar Parzellen weisen wir hier noch aus. Und es ist soweit, die Ägypter greifen uns an. Wie ich ja schon vorher gesagt habe, greifen sie uns hier vom Norden her an. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass in 6 Monaten eine weitere ägyptische Armee uns angreifen wird. Das ist natürlich wunderbar. Wir müssen erstmal diesen Kampf hier bestreiten. Wir haben hier die schwere Infanterie der Ägypter. So, und dann haben wir nochmal Bogenschützen und nochmal schwere Infanterie. Das ist echt ziemlich viel hier. Gut, wir werden aber, glaube ich, sofort jetzt den Feind angreifen. Attacke. So, damit wir hier direkt die schwere Infanterie ausschalten können. Ja, die eine Kompanie der Infanterie ist schon ausgeschaltet. Wir ziehen mal hier unsere schwere Infanterie zurück. Ja, kommt ihr mal hier wieder zurück. Ja, wir bekommen mitten im Kampf eine Forderung. 1100 Einheiten Schilf in 8 Monaten für die Stadt Medum. Okay, dann sollten wir mal eben schnell das Schilf hamstern. Und dieses Warenlager kann jetzt Schilf aufnehmen. Beziehungsweise wir stellen es mal richtig ein. Schilf und Papyrus kann jetzt angenommen werden. So, jetzt müssen wir hier weiter kämpfen. Ja, jetzt greifen uns leider die schwere Infanterie und auch die Bogenschützen der Ägypter an. Wir werden jetzt erstmal hier die Infanterie ausschalten. Wir können ja hier entsprechend unterstützen. So, und ihr schaltet jetzt hier bitte die Bogenschützen aus. Ja, ich hoffe mal, wir schaffen das so. Ja, ich glaube, wir haben den Kampf gewonnen. Die Musik hat sich geändert. Ja, ihr braucht denen jetzt nicht hinterher zu laufen. Wir schicken euch direkt in die Fort zurück. Ich möchte jetzt hier keinen Soldaten unnütz verlieren. Ja, aber der nächste Kampf wartet ja schon auf uns. Ja, wir haben die Handelsroute nach Migdol eröffnet und können jetzt Papyrus endlich verkaufen. Und wir kommen jetzt endlich mal in die schwarzen Zahlen wieder. Ich habe noch eine Schilfsammelstelle gebaut. Wir müssen noch die Forderung erfüllen.
Ja, und jetzt können jetzt erstmal die Bogenschützen neu ausgebildet werden. Und sobald wir ein bisschen Geld haben, werden wir Waffen einkaufen, um auch unsere Legionäre wieder aufzufüllen. Vorerst sollten wir aber noch unserem Schutzgott Pat einen Tempel errichten. Und zwar hier. Ja, und im einen Monat kommt die nächste Angriffswelle der Ägypter. Aber wir haben ja noch ein zweites Fort für die Bogenschützen gebaut, was sich auch jetzt gut füllt. Ich hoffe, dass wir den Kampf gewinnen werden. Ja, und der nächste Angriff der Ägypter erfolgt. Wieder im Norden. Wir positionieren mal wieder unsere Soldaten. Ja, die Ägypter greifen uns wieder mit Bogenschützen an und mit der Infanterie. Ja, dann werden wir mal die Bogenschützen direkt hier angreifen. Ja, die Bogenschützen haben wir schon ausgeschaltet. Sehr gut. Aber da ist jetzt noch die schwere Infanterie. Wir ziehen uns nochmal hier ein bisschen zurück. So, kommt ihr mal hier rüber. Ja, und die Forderung nach den 1100 Einheiten Schilf kann erfüllt werden. Und wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Okay, 11 Waffen. Oh, das ist super. So, erstmal das Schilf wieder nutzen. So, und dieses Warenlager kann jetzt hier entsprechend auch Waffen annehmen. So, und dann können wir die Forderung natürlich verschicken. Wunderbar. Na, das haben wir schon mal geschafft. Die Musik hat sich auch wieder etwas verbessert, aber wir müssen trotzdem noch hier diese Infanteristen der Ägypter ausschalten. So viele Legionäre haben wir gar nicht mehr, aber unsere Bogenschützen können uns ja da helfen. So, wir greifen jetzt mal hier an. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Ja, wir nehmen die Waffen an. Vielen Dank. Dann können wir schon mal nachher unsere Legionäre hier auffüllen. Ja, dann sieht man zu, dass wir hier die Ägypter zum Teufel jagen. Ja, das war eine knappe Kiste gewesen. Die Reste der ägyptischen Armee zieht von dannen. Ja, und unsere Infanterie ist fast vollständig aufgerieben worden. Na ja, gut. Wir haben ja Waffen bekommen von Migdol. Da können wir die jetzt erstmal verwenden. Gut, ja, dann wenden wir uns jetzt mal wieder unserer Stadt zu. Ein bisschen Geld haben wir ja jetzt mittlerweile. Wir produzieren ja jetzt schon fleißig hier unser Papyrus. Klappt das mit den Schlangen eigentlich hier? Ja, das sieht gut aus. Ja, und hier auch. Wunderbar. So, Schilf muss jetzt hier nicht mehr eingelagert werden in diesem Warenlager. Das nutzen wir jetzt und bauen wir nochmal eine Papyruswerkstatt. Sehr gut, wir haben wieder etwas Geld. Ich denke mir mal, das müsste jetzt an Papyruswerkstätten reichen. Ja, verschönern wir ein bisschen unsere Siedlung, damit weitere Bürger einwandern können. Ja, und wir können noch einen Fischereihafen bauen. Der passt hier hin. Und unsere Kichererbsen werden geerntet. Da sollten wir wohl noch mal ein paar Farmen bauen. Auf jeden Fall brauchen wir ein Warenlager noch für die Kichererbsen. Mal eben schnell einstellen. So, Kichererbsen können hier angenommen werden. Und hier kann Kichererbsen gefordert werden. Ja, 3/4 und Fisch wird hier 1/4 angenommen. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Ja, wir sollten natürlich jetzt gucken, dass wir unsere Wertungen alle erreichen. Die Zeit ist knapp. Ja, etwas Unterhaltung brauchen wir auch. Nicht viel, aber für die Kulturwertung benötigen wir wenigstens eine Bühne und eine Jonglierschule. Ja, die kann dann hier hin.
oder hierhin. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass eine Stadt angegriffen wird und wir sollen Truppen zur Verfügung stellen in den nächsten 10 Monaten. Das ist ja wirklich wunderbar. Eine Seestreitkraft wird gefordert. Eine kleine Truppe wagt einen Angriff in 9 Monaten. Okay, wir brauchen ein Transporterschiff. Wir können nämlich kein Kriegsschiff bauen. Der Transporterhafen können wir hier errichten. Und was wichtig ist, ihr braucht kein Holz zu importieren. Die Werft hat schon 200 Einheiten Holz gelagert. Das ist natürlich super. Wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Medum möchte uns 900 Einheiten Geschirr schenken. Okay. Na gut, Geschirr können wir hier annehmen. Warenlager. Geschirr. Können wir mit Geschirr eigentlich irgendwas anfangen? Würde das ja gerne verkaufen. In- und Export. Okay, dann gucken wir mal. Wer kauft denn Geschirr? Na, Medum ist es nicht. Ja, Tyros würde Geschirr kaufen. Das ist aber eine Seeroute bestimmt. Ja. Und dann bräuchten wir auch einen Dock für. Da habe ich auch keinen Platz hier. Naja. Mit Geschirr können wir tatsächlich nichts anfangen. Für die Entwicklung der Stadt bräuchten wir es nicht. Ja, unser Transporterschiff ist fertiggestellt. Wir werden jetzt hier die Bogenschützen entsprechend nach Alexandria schicken. Ich hoffe mal, dass sie den Kampf gewinnen können. Ja, wir haben das Geschenk angenommen. 900 Einheiten Geschirr im Warenlager. Schauen wir mal, was wir mit anfangen können. So, hier sind meine Bogenschützen. Dann mal aufnehmen, bitte. Die Bogenschützen sind auf dem Schiff. Können wir jetzt aussenden. Dann macht mal euren Job gut, damit wir gewinnen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld. Ich möchte noch ein paar Waffen kaufen. Da ist noch ein bisschen Papyrus im Warenlager. Das ist gut. Ja, sehr schön. Ich möchte nämlich jetzt hier meinen Dorfpalast bauen. Ich möchte nämlich Steuern erheben. Und direkt auch das Steuereintreiberbüro bauen. Das kann dann hier hin. Und dann direkt die Steuern erheben. 9%, das tut mir zwar sehr leid, aber ich brauche das Geld. So, den Tempel für Part müssen wir natürlich wieder aufbauen. Ja, ich weiß, ich hoffe, das ändert sich jetzt gleich. Ja, errichten wir noch ein paar Farmen. Ja, ich möchte noch gerne das Fort der Legionäre hier füllen. Da fehlen jetzt noch 3 Legionäre. Wir importieren jetzt Waffen. Wir könnten zwar Waffen entsprechend selber herstellen, dafür bräuchten wir aber die Handelsroute nach Tyros. Ja, und da brauchen wir einen Dock für und den Platz haben wir nicht. Aber ich denke mal, 3 Waffen, das kriegen wir gut finanziert. Unsere Gottheiten sind auch zufrieden. Da brauchen wir nicht viel zu machen. Ja, und wir haben eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit. Das sollten wir mal kurz versuchen runterzubringen. Wir können hier Arbeitslager bauen, das ist immer gut. Bauen wir mal hier ein Arbeitslager auf. Ja, Schulden gemacht. Aber wir können jetzt hier unser Papyrus verkaufen. So, und die Waffen sind im Warenlager. Schnell entsprechend den Import wieder stoppen. Ja, wir haben das Bevölkerungsziel von 1000 Einwohner geschafft. Jetzt müssen wir nur noch wieder positiv in unsere Stadtkasse kommen. Ja, mit dem Verkauf von Papyrus sind wir wieder in den schwarzen Zahlen, Gott sei Dank. Ja, und hier haben wir jetzt das Problem, dass unsere Schlangen hier die Schilfsammler massakrieren. Wir werden jetzt Folgendes machen. Hier das Fort mit den Bogenschützen, das wird jetzt hier stationiert. Und dann können die Schlangen erstmal ausschalten.
Ja, wir müssen bedenken, dass die Moral natürlich sinkt, wenn unsere Soldaten ja unnütze im Feld stehen. Das müssen wir ein bisschen abwägen. Sobald die Moral so schlecht ist, müssen unsere Bogenschützen wieder zurück zum Fort. Ich hoffe mal, dass bis dahin die anderen Bogenschützen aus Alexandria zurück sind. Ja, unsere Bogenschützen waren erfolgreich. Wir haben den Kampf gewonnen. Wunderbar. Ja, ein Blick auf die Wertung zeigt, dass wir außer Wohlstand alles geschafft haben. Auch die kleinen Häuschen haben wir schon entwickelt. Bei der Wohlstandswertung müssen wir jetzt darauf achten, dass wir in der gegebenen Zeit eine positive Stadtbilanz haben und wenige Arbeitslose. Sonst schaffen wir das nicht. Wir haben jetzt noch 21 Monate. Die Königreichswertung steigt, da unsere Truppen bei Alexandria erfolgreich waren. Ja, und das funktioniert hier mit unseren Bogenschützen. Hier ist der Schilfsammler, der kann jetzt unbeschadet das Schilf ernten. Sehr gut. Und sobald hier sich eine Schlange blicken lässt, wird sie von unseren Bogenschützen niedergemacht. Da sehen wir es jetzt. Beziehungsweise sie attackiert jetzt erstmal einen. Aber das bekommt ihr nicht gut. Sehr gut. Das funktioniert. Ja, wir bekommen eine Forderung des Pharaos, und zwar 600 Einheiten Papyrus in 8 Monaten. Na ja gut, Papyrus produzieren wir jede Menge. Hamstern wir. Vielleicht bauen wir das hier noch ein bisschen aus. Ja, so kann es bleiben. Denke mir mal, wir sammeln auf jeden Fall genug Schilf. Die Forderung nach den 600 Einheiten Papyrus für den Pharao kann erfüllt werden. Bitte schön. So, dann können wir das Papyrus auch wieder verkaufen. Ja, wir bekommen nochmal ein Geschenk von der Stadt Alexandria, da wir das Papyrus zur Verfügung gestellt haben. Ja, das lehne ich aber ab. Ich kann mit Geschirr tatsächlich nichts anfangen. Und hier kommen unsere Bogenschützen von Alexandria zurück. Ja, bevor wir die Kampagne wirklich abschließen können, kriegen wir noch eine Forderung. Und zwar von der Stadt Tyros. 800 Einheiten Fisch in 9 Monaten. Okay, dann brauchen wir nochmal ein Warenlager. Das können wir hier hinbauen. Das soll den Fisch aufnehmen. So, und dann können wir Fisch hamstern. Ja, die nächste Kichererbsenernte steht ja an. Ja, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. 6 Monate Zeit habt ihr noch. Aber ich denke mir, den Fisch habe ich gleich im Warenlager für euch. Ja, und aus dem Silo können wir auch den Fisch noch rausschicken. Dann sollte es aber auch gleich die Forderung zu erfüllen sein. Ja, wir haben den Fisch im Warenlager, kann verschickt werden. So, und dann kann der Fisch auch wieder genutzt werden. Hier im Silo kann auch wieder entsprechend Fisch angenommen werden. Und hier das Warenlager leert jetzt den Fisch. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, 7 Monate bleibt uns jetzt noch. Ein Blick auf die Wertungen. Ja, die Wohlstandswertung haben wir jetzt auch erreicht. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Zeit abwarten, um diese Kampagne zu beenden. Ja, Tyros bedankt sich für den Fisch, indem es uns 500 Luxuswaren schenken möchte. Okay, das können wir gerne machen. Hier dieses Warenlager nimmt die Luxuswaren an. Ja, wir nehmen die Luxuswaren natürlich gerne an. Vielen Dank. So, und die Luxuswaren könnten wir auch verkaufen. Wer kauft denn Luxuswaren? Das ist auf jeden Fall nicht mehr dumm. Oh, Menne verkauft die Luxuswaren. Ja, komm. Zum Schluss öffnen wir noch diese Handelsroute. Können die Luxuswaren auch verkauft werden. Ja, es lohnt sich nicht mehr wirklich. Wir haben nur noch 2 Monate. Nochmal ein kurzer Blick auf unser Dorf Maritis und unsere Papyrusproduktion. Ja, und hier unser Militär mit 2 Forts der Legionären und 2 Forts der Bogenschützen. Ein Fort der Legionäre haben wir nochmal komplett ausbilden lassen. Ja, und die Bogenschützen des einen Forts ist hier an dieser Schilfstelle und hält die Schlangen in Schacht, während unsere Schilfsammler hier entsprechend Schilf ernten können. Die Wertung haben wir alle geschafft.
Ja, dann warten wir, dass der Monat jetzt vorübergeht und wir diese Kampagne beenden können. Wir haben es geschafft. Wir haben die Angriffe der ägyptischen Armee zurückschlagen können und wir konnten Kleopatra und Julius Caesar aus Alexandria retten. Wir schauen, wie es weitergeht. Ihre mächtigen Legionen haben den Pöbel von Ptolemäus dem 13. zerschmettert. Die Belagerung wurde aufgehoben und nun sitzt Kleopatra sicher auf ihrem Thron. Um ihren Sieg zu feiern und ihre Bande weiter zu festigen, treten Caesar und Kleopatra nun auf ihrer luxuriösen königlichen Barke eine Reise den Nil hinauf an. Die nächste Kampagne in der Episode Kleopatras Hauptstadt trägt wieder den Namen Alexandria mit dem Zusatz Kleopatra. Ich freue mich, wenn ihr weiter mit dabei seid. Sage Tschüss, euer Dominus.